Hallo, wieder im Zapraszam zu einer neuen Folge Schlemmen mit Przemek. Und heute aus der Reihe Einfach aber lecker zeige ich euch, wie man selbstgemachte Marmelade machen kann. Und das ist auch kein Hexenwerk, sondern da braucht man definitiv Obst, Zucker und das reicht. So, wir sind jetzt mitten in der Spargel- und Erdbeersaison, deswegen mache ich heute eine Erdbeermarmelade. Da habe ich mir 3 Kilo Erdbeeren besorgt, gewaschen, geviertelt oder klein geschnitten. Da übrigens schön groß an Berghof im Deisesau. Die haben in der Gegend die besten Erdbeeren. Und dann brauchen wir einen Gelierzucker. Ja, da brauchen wir quasi für 500 Gramm Zucker 1 Kilo Obst. Jetzt haben wir es. So, ganz schwierige Geburt. Mixer, hoffentlich der geht. Und Gläser zum Umfüllen. Im Winter esse ich immer Mangomarmelade, dass ich Gläser habe, und im Sommer die Erdbeermarmelade reinzufüllen. Und wie es geht, zeige ich euch jetzt gleich. Nehmt auf alle Fälle einen großen Topf, ja, weil da kommen ja die Erdbeeren rein und Zucker. Ja, das heißt, es gibt eine Menge. Ja, oder ihr müsst es halt noch teilen und dann auf zweimal machen, wie ihr wollt. So, da packen wir ja die Hälfte der Erdbeeren rein. So, da kommt keine Flüssigkeit, kein Saft, gar nichts rein. Dann Zucker oben drauf. So, einmal. Zweimal. Dreimal. So, die Erdbeeren haben so viel Saft, dass es dann tatsächlich ausreicht. So, dann kommen die restlichen Erdbeeren oben drauf. Nichts verschwenden lassen, alles da rein. Und dann hört man schon, wie das brodelt langsam. So. Und dann muss man nichts machen, so ein bisschen drücken. So. Und da sage ich euch, das ist wirklich keine große Arbeit. Man muss halt ein bisschen Zeit investieren, ein bisschen Geld, aber so frisch, so frische Marmelade, die habt ihr ja noch nie gegessen. Und das passt ja, das könnt ihr dann immer ins Müsli reinmachen oder dann Erdbeerkuchen kann man draus machen, in Joghurt. Wenn das vielleicht ein Erdbeereis draus machen kann. Also da gibt es tatsächlich Unmenge an Sachen, die man dann aus dieser Erdbeermarmelade machen kann. Deswegen lohnt sich das Ganze. Ja, Kleinschneiderei. So. Und das, ihr seht das schon, wie viel Flüssigkeit das schon gezogen hat. Ja. Und die Gläser, wenn ihr die abgefüllt habt, die einfach, oder ihr habt euch bestimmt gefragt, warum ich dann so groß, so viel mache. Das ist einfach so, die kann man ganz gut einfrieren. Das heißt, die Gläser, wenn die abgekühlt sind, einfach in den Gefrierschrank. Und dann, wenn es eine leer ist, einfach das nächste rausholen, hinstellen draußen. Das taut dann auf und dann haben wir eine perfekte Erdbeermarmelade. Ja, und die hebt dann, bis das letzte Glas aufgegessen ist tatsächlich. So. Muss man halt jetzt ein bisschen rühren, dass sich der Zucker auch löst. Ja. Wenn jetzt schon ein bisschen Flüssigkeit drin ist, dann kann man ja mit dem Mixer reingehen und das pürieren. Mixer, ihr kennt ja mein Problem mit meinem Mixer, aber heute läuft es wunderbar. Ups. Also doch rausnehmen.
Das wollte ich gerade mit dem Weg sparen. So, und los geht's. Yeah, clap your hands, say it together. Yes, down south in Poland, everybody a chance to meet us, doing that rag, the Chemek rag. How they even let kid get that you meet, oh, an alley in the street, doing that rag, the Chemek rag. Yeah, Chemek, 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 Chemek. So, das Einzige, was es noch passieren muss, es muss ganz kurz aufkochen. Es muss noch ganz kurz aufkochen und dann kann man das ins Gläsle umfüllen. Ich glaube, das nächste, was ich mache, werde den Herrn Musk mal eine E-Mail schreiben. Der soll unbedingt statt zum Mond fliegen einfach mal Geruchsfernsehen machen, weil die Erdbeermarmelade, die riecht fantastisch. Ja. Also ich mache da jetzt nichts rein, aber wenn man eine was als Alternative was haben möchte, kann das ja mixen, halb mit Rhabarber zum Beispiel, oder man kann auch einen Ingwer reinmachen, das wäre so Ingwer-Erdbeermarmelade. Also da gibt es ja auch Variationen, da genau das gleiche kann man da mit Mango machen oder mit Blaubeeren. Also ihr seht ja, das ist tatsächlich eine selbstgemachte Marmelade, kein Hexenwerk. Also Kochen im Allgemeinen ist kein Hexenwerk. Und deswegen sage ich euch, traut euch einfach und kocht. So, jetzt warten wir noch ein bisschen, bis es aufkocht und dann füllen wir das Ganze um. So, Freunde der Erdbeermarmelade. So kocht es und du sollst es 4 Minuten lang kochen. Und immer schön rühren. Aufpassen, das spritzt jetzt ein bisschen, nicht, dass man sich verbrennt. Immer schön rühren, dass es nicht am Boden ansetzt, weil dann haben wir ein Problem. So, ihr seht ja, so, das kann man jetzt runterstellen und dann immer schön rühren. Jetzt habe ich in der kurzen Pause habe ich mit meiner Erdbeerexpertin gesprochen. So, und jetzt das mit dem Einfrieren. Also die Marmelade, die ist ja ein halbes Jahr haltbar, die könnt ihr auch gerne da in den Kühlschrank stellen. Aber meine Erdbeerexpertin hat gesagt, wir frieren das ein, um einfach dann eine schöne rote Farbe zu behalten. So, jetzt ziehen wir das ein bisschen runter und dann mit der Kelle einfach einfüllen. So, eine Kelle ist bei mir einmal Marmelade. So, dann brauche ich den Deckel. Und ich drehe das auch nicht um, sondern stelle einfach so hin, dass bei mir der Deckel nicht dreckig wird. So Leute, ihr seht ja, willkommen im Glück. Also, die selbstgemachte Marmelade ist fertig. Ihr habt ja gesehen, wie einfach das ist. Und jetzt kann man natürlich mit jeder Art von Frucht machen. Erdbeer, Himbeeren, Mango, Blaubeeren, was ihr auch immer wollt. Und dann habt ihr auf alle Fälle einen Vorrat von selbstgemachten Marmelade. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Einfach jetzt zu der Erdbeere an den Straßenrand fahren, 3 Kilo Erdbeeren holen, Zucker und da habt ihr lecker Marmelade. So, viel Spaß beim Nachkochen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Das war heute tatsächlich eine ganz einfache Sache, aber lecker. Und viel Spaß beim Nachkochen. Wenn euch es gefallen hat, empfehlt mich weiter. Kommentar dalassen, einen Daumen hoch, Daumen runter, wie es euch dann gerade passt. Und in diesem Sinne viel Spaß und bis zum nächsten Mal.